Willkommen zurück, meine lieben Freunde hier. Wir starten heute an Tag 10 unserer TED-Reise in La Guilhermie auf unserem Campingplatz. Puh, es ist 8:45. Ich fahre jetzt los. Und tatsächlich etwas schlecht weggekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aus irgendeinem Grund ist die Maschine relativ schlecht angesprungen. Keine Ahnung, woran das liegt. Es hat echt eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, ich muss dann doch mal irgendwann nochmal die Zündkerze überprüfen. Oder vielleicht das Ventilspiel auch zu eng, ich weiß es nicht. Ist relativ ungewöhnlich. Aber gut, ich bin jetzt unterwegs und ich habe mir jetzt Ziel gesetzt, 24 Kilometer zum nächsten Supermarkt, weil ich habe nämlich so gut wie kein Wasser mehr. Ich habe nur noch einen halben Liter vom Campingplatz in Reserve und ja, vielleicht noch einen halben, dreiviertel Liter in meiner Trinkblase. Leider ist jetzt was ausgelaufen. Normalerweise hatte ich da noch über 2 Liter drin, aber ich habe den Hahn offen gelassen, sodass jetzt der leider ausgelaufen ist. Okay, 24 Kilometer jetzt noch und dann mal schauen. Ich hoffe, es wird nicht zu hart hier vom Offroad. Um ein bisschen entspannt in den Tag zu kommen und dann erstmal meine Wasservorräte aufzufüllen. Ja, nach 5 Kilometern geht es direkt schon wieder Offroad. Okay. Zeit warm zu werden. Boah, ich bin auch völlig steif. Keine Ahnung. Immer so morgens. Obwohl ich eigentlich gar nicht schlecht geschlafen habe. Ist eigentlich, ja. Allerdings war es doch relativ kühl. 10 Grad hatten wir gehabt. Und jetzt weiß ich auch langsam, warum man für eine Hängematte eigentlich einen Underkilt nehmen sollte, wenn es kühler wird. Weil doch schon relativ viel Windchill unter die Hängematte kommt. Und trotz Isomatte, also die Isomatte funktioniert, aber auch an den Armen, die dann an der Hängematten-Außenseite anliegen, dort hat man dann Windchill und ist schon etwas kühl, wenn man da irgendwie nicht zumindest ein Pullover oder irgendwas Dickeres anhat. Ja, so sieht's aus. Okay, hier geht's direkt schon mal etwas gediegener zur Sache. Okay. Oh, mein Gott, ich bin noch gar nicht warm. Überhaupt nicht. Meine Konzentration ist noch nicht da. Komm. Doch lieber mal den ersten reinlegen. Oh. Nee. Ein paar ruhigere Schotterwege wären auch nicht ganz schlecht um die Uhrzeit. Aber so ist es eben nicht. Oh. Und wieder schön ab zwischen die Kuhweiden. Ganz nasses Gras noch. Überall. Hat ziemlich viel Tau gegeben über Nacht. Was ich festgestellt habe, unter den Bäumen ist es trocken. Also auch mein Tarp war nicht nass. Aber alles, was außerhalb ist, auf der offenen Wiese, da ist auf jeden Fall Tau und alles feucht. Das gleiche gilt natürlich jetzt hier auch für diese Wiese hier. Ja. Ja. I. So. Da sind wir raus hier aus dem. Oh, jetzt bin ich ja genau in der Lücke, wo ich nicht rein wollte. Diese Lücke wollte ich nicht rein. Kommen wir noch raus? Jetzt bin ich in der anderen. Ich wollte nämlich gerne in die Mitte hier rein. Auch wenn die sehr schmal ist. Okay. Oh je. Muss sowas immer am frühen Morgen sein? Oh.
Oh. Boah, alles voller Dornbüsche. Ja. Oh. Oh, verdammt. Der Scheißdreck hier. Ganze Kacke verfangen hier. Junge. Junge, Junge, Junge. Alles zugewachsen mit Dornbüschen. Oh, Junge. Muss das sein? Oh. Eieiei. Okay. Ui, nicht zu schnell. Okay. Boah, alter Schwede. Hartes Brot. Ui. Puh. Und hoch da. Und nach rechts. Ja, Weg passt. Weiter. Steinkanten überall. Ah nein, das ist der falsche Weg. Oh nein. Kacke. Also umdrehen. Ey, wisst ihr, was ich gerade festgestellt habe? Ich habe einen Platten. Ist ja richtig geil. Haha. Das ist ja der perfekte Moment dafür. Geil. Ah. Fuck. Wundere mich schon. Ah. Eieiei. Geil. Klasse. Oh, fuck. Also ich habe jetzt hier keinen Loch oder so gefunden, Nagel. Ich werde erstmal jetzt gucken, ob man hier Luft aufpumpen kann.
Ja, so bevor ich jetzt anfange, hier mein Hinterrad auszubauen, probiere ich Gott sei Dank nochmal aus, ob das Ventil eventuell in Ordnung ist. Und tatsächlich habe ich irgendwie festgestellt, dass das Ventil locker ist. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat sich das Ding während der Fahrt gelöst oder jemand hat mir einen Streich gespielt. Aber ist es das wirklich? Keine Ahnung. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt einen Platten habe oder nicht. Ich fahre jetzt erstmal, wenn, dann ist er sehr schleichend. Die Luft hält einigermaßen, aber bin mir jetzt wirklich nicht sicher. Deswegen fahre ich jetzt erstmal Straße bis zu dem Supermarkt, wo ich eigentlich Offroad hinfahren wollte. Und dann werde ich ja sehen auf dem Weg, ob der dicht ist oder nicht. Weil so oder so, wenn ich den Reifen flicken muss, dann brauche ich auf jeden Fall Wasser. Ich habe nämlich kaum noch was zu Wasser und was zu trinken. Somit die ungünstige Situation, die passieren kann, ohne Wasser und ohne Vorräte mit einem platten Reifen in der Botanik zu stecken. Also ich habe keinen Nagel oder so gesehen. Aber wäre natürlich theoretisch auch möglich, dass ein kleiner Dorn irgendwo reingegangen ist. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Werden wir gleich sehen. Das Gute an dem Mitas ist, der hat so eine steife Karkasse, da kann man im Notfall auch noch einige Kilometer ohne Luft fahren. Aber er scheint, wenn, nur wenig Luft zu verlieren. Jetzt erstmal auf der Straße bleiben. Ja, super. Genau jetzt muss hier natürlich so ein Traktor im Weg sein. So. Oh, ich bin jetzt im nächsten Ort, Bussé. Was ganz witzig ist, ich bin gerade an so einer Autowerkstatt vorbeigekommen und habe jetzt einfach mal gefragt, ob die Luft haben. Und er hat mir jetzt gerade nochmal Luft draufgepackt. Also die ersten, glaube ich, 8 Kilometer, die ich jetzt gefahren bin, scheint ja einigermaßen zu halten, die Luft. Jetzt habe ich mal 2 Bar drauf machen lassen. Ich bin mal gespannt, ob ich der Sache trauen kann irgendwie. Ich fahre jetzt auf jeden Fall erstmal zum Supermarkt. Der ist, glaube ich, irgendwie nochmal 7, 8 Kilometer entfernt. Ich werde meine Vorräte auffüllen und dann nochmal, wenn ich aus dem Supermarkt komme, nochmal den Reifen anschauen und dann entscheiden, was ich mache. So, 28 Kilometer in gut 1,5 Stunden habe ich jetzt geschafft. Hervorragend. Aber ich bin am Supermarché angekommen. Wohlbehalten. Oh, Junge, Junge, Junge. Immer diese Aufregung am frühen Morgen hier. Bin ich ja gar kein großer Freund von. Aber ist jetzt alles gut. Jupp. So, auf geht's. Mann, Mann. Intermarché, alles erledigt. Boah, ich bin jetzt richtig satt. Ich habe mir mal ein Hähnchen gegönnt. Davon habe ich aber auch nur die Hälfte geschafft. Äpfel, Cola, Wasser, Baguette, alles was man so braucht. Ja, also der Reifen scheint dicht zu sein. Sieht im Moment so aus. Ich habe hier auch noch einen Mann kennengelernt, einen Franzosen, der heißt Sven, der hat mir auch seine Hilfe angeboten, bei ihm den Reifen zu flicken, falls es etwas geben sollte. Wirklich nett, die Leute hier. Sprechen einen auch immer wieder an. Aber es sieht so aus, als würde der Reifen halten. Macht auch keinen Sinn, da irgendwie prophylaktisch da irgendwas zu wechseln. Werden wir beobachten. Im Momentan habe ich 2 Bar hinten drauf. Ich lasse den auch erstmal drauf. Fühlt sich momentan gut an. Und wir fahren jetzt zurück runter zum TED. Und dann geht es hoffentlich ohne Zwischenfälle weiter. Ja, und schwupp sind wir schon wieder auf dem TED.
Risgar ist der kleine Ort. Oh, auf geht's. Ja, und nach 6 Kilometern Straße geht es jetzt hier weiter. Zwischen den Feldern lang. Wir sind immer noch 323 Meter hoch. Hier ist momentan sehr feuchter Boden. Feuchter Sand und Steine und Geröll. Durch die wechselnden Lichtverhältnisse kann man auch relativ schlecht die Bodenunebenheiten erkennen. Ui, ui, okay. Mal schön laufen lassen. Ich glaube, hier geht's lang. Ja, okay. Weiter geht's. Das ist natürlich richtig geil. Oh, fuck. Spaßig, spaßig. Oh Mann. Da muss ich mir was überlegen. Gut, bevor ich mich jetzt hier mit den Bäumen rumquäle, also ganz unmöglich ist sicherlich nicht mit der entsprechenden Mühe, mit meiner Säge und mit allem möglichen Gerödel, habe ich immer auf die Karte geguckt und werde jetzt versuchen, die Stelle hier zu umfahren. Wenn das klappt, muss ich mal gucken. Also es ist wesentlich weniger Arbeit und Aufwand, als über diese Bäume rüberzukommen. Schauen wir mal. Ein Stückchen zurückfahren. Dann links eine kleine Ortschaft. Müssen wir mal gucken. So, das scheint hier zu funktionieren. Kleine Umfahrung. Ich finde mich jetzt schon wieder parallel zum TED. Müssen wir noch ein paar Meter noch und dann wieder nach links. Und dann müssten wir eigentlich die Bäume umfahren haben. Hoffe ich mal. Ah, wieder mal die Spurrillen. Wie ich sie liebe. Oh, Juppa. Vorsichtig hier. Oh. Jo, scheint so. Also sind wir wieder auf dem TED. Ach, kleiner Umweg. Das müsste gepasst haben hier. Hoffen wir mal, dass jetzt nicht noch ein Baum irgendwo liegt. Das spricht irgendwie auch dafür, dass den einen Tag, wo so ein Sturm war, ja doch einiges passiert ist. Was ich mir später noch gedacht habe, als ich da im Wald gelegen habe, hoffentlich schlägt jetzt kein Blitz ein oder stürzt irgendein Baum der mir auf den Kopf fällt. Ja, aber hat alles geklappt. Es waren doch relativ robuste Tannen, die ich da gehabt habe, wo ich meine Hängematte dran festgemacht habe und mein Tarp.
Und weiter geht's hier über diese wunderschönen Feldwege entlang der Maisfelder. Also wenn ich beschreiben müsste, was für ein Gefühl das ist, hier über diese Weiten zu fahren, dann ist das so ein bisschen so, als würdet ihr mit einem Pferd durch die Prärie reiten. Also man kann sich hier wunderbar umschauen, den Blick schweifen lassen. Ein tolles Gefühl, ist schwer zu beschreiben. Probiert es einfach mal aus und ihr werdet wissen, was ich damit meine. Oh, jetzt sind wir aus den Feldern raus, durch so ein kleines Dorf. Oh. Und jetzt geht es mal wieder hier durch so ein Waldstück. Okay, direkt hier ist es viel kühler und noch nass. Komplett anderer Untergrund. Oh, das hat sich jetzt gerade richtig wunderbar fahren lassen. Über die Sonnenblumenfelder konnte man auch mal ein bisschen dritter Gang fahren. Schön. Sehr schön. Hey. Oh. Aufpassen hier. Hier sind wieder mal Spurrillen, meine Freunde.
Mann, 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 du, das ist aber auch schon eine krasse Strecke hier. Aber lässt sich eigentlich schön fahren. Sehr abwechslungsreich. Sehr viel Offroad. Muss man sagen. Ey, okay. Puh. Ist wieder etwas enger hier. Okay. Aha. Geht's geradeaus. Oh, schmierig. Ey. Ey. Ich schon wieder in der Spurrille drin. Okay, lieber in der Mitte. Oh. Einmal aus dem Tritt gekommen. Gut, gerade mal fertig mit der Pause. Geht es hier schon wieder direkt runter in den verzwicktesten Weg überhaupt. Hier runter, okay. Jupp. Schauen wir mal. Direkt mit vollem Magen. Boah, ich habe jetzt eine ganze Packung Kekse gegessen und so eine blöde Cola Zero, die ich aus Versehen gekauft habe. Ohne Zucker, ohne Kalorien. Genau das, was ich nicht brauche. Um Energie zu bekommen. Naja. Das Einzige ist halt Wasser. Das ist es aber auch schon. Eieiei. Brennnesseln. Okay. Puh. Okay, Mädchen. Vorwärts. Der Breiner schon wieder hier vom Weg abgekommen. Oh, Junge. Immer noch total nass, der Waldboden hier. Unglaublich. Puh. Direkt auf vollem Magen. Harte Stufen nach unten. Hey, okay, hart ist gut. Sehr hart. Extrem steil. Okay. Jo. Sehr steil. Schön ruhig. Boden ist immer noch lehmig oder schmierig durch die Feuchtigkeit. Hat man noch nicht vollen Grip. Ja. So ein richtiger Kuhfahrt hier, wie ich es nennen mag. Hey, okay. Oh, hier geht's direkt knackig bergauf.
Pfahl für den ersten Gang. Ah. Ah ja. Steil, steil. Ja, okay. Oh. Junge. Okay. Ja. Zweiter Gang hoch. Immer noch? Aha. Jo. Jetzt geht's wieder runter. Also langsam wird es wieder offener. Weg von diesen Kuhfaden. Geht's schon wieder. Sieht so ein bisschen offener aus hier übers Feld. Aha. Jetzt bin ich gerade hier auf so einem ganz schmierigen Pfad, gerade bergab gefahren. Echt übel. Komplett schmieriger, nasser Boden. Und steil. Jetzt geht's gerade mal wieder. Muss man sich wirklich sehr konzentrieren. Momentan konnte ich sogar einen zweiten Gang drin lassen. Okay. Hier sieht man mal, was hier für Matschzeug ist, ne? Das ist der Hammer. Mann, hier in den Wäldern ist eine Nässe. Von dem Unwetter. Boah, was für ein Mock. Das ist der richtige Weg. Scheint so, ja. Oh, vorwärts. Eben waren auch offene Schotterwege und Feldwege mit Steinen. Und jetzt haben wir schon wieder so einen Pfad hier. Komplett unterschiedlich. Wieder mal so ein Gestrüpp hier an der Seite. Ah, Junge. Komm, raus hier. Aus diesem Mock. Wieder schon diese Drecksspurrille. Wie ich sie liebe. Oh. Ja.
Und wieder ändert sich die Landschaft und wir befinden uns jetzt hier in einem Nadelwaldgebiet. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist die Landschaft hier wieder komplett anders. Also wahnsinnig abwechslungsreich. Hier links. So, wenn wir jetzt die nächste Straße lang kommen, dann müssen wir jetzt langsam so weit sein, dass wir zur Tankstelle kommen. Da hatte ich nämlich 37 Kilometer nach dem letzten Tankstopp, habe ich die ausfindig gemacht. Aber erstmal müssen wir natürlich hier runter, raus aus dem Offroad-Teil. Ja, das war ja wohl nichts hier mit der Tankstelle wieder in dem kleinen Nest. Eine Zapfsäule und geschlossen an so einer Autowerkstatt. Und ich habe jetzt geguckt, die nächste sinnvolle Alternative ist wirklich den TED weiterzufahren. Und angeblich 22 Kilometer Offroad, mehr oder weniger, wäre die nächste. Ja, habe ich jetzt gesetzt, die Position, und schauen wir mal. Auf geht's. Ist schon wirklich viel Offroad, muss man sagen hier. Also die Sektion 7 hat schon, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie ultra hart ist, aber sie ist schon, ja, nicht ohne. Man hat kaum Zeit, sich zu erholen. Aber genau das will man natürlich auch. Ne? Ganz wenig Asphaltstücken. Sehr viele Feldwege durch Wälder, zwischen Feldern durch. Kuhpfade, Spurrillen, Schotter, alles ist dabei. Lehmiger Waldboden. Ah, das ist das wirklich, was ich momentan wirklich gerne mag. Diese weitläufigen Strecken hier, wo man auch mal im dritten Gang fahren kann. Ein bisschen entspannt. Wirklich schön. Hier kann ich auch so ein bisschen meine Fahrtechnik ein bisschen verfeinern. In den Kurven das Gegenlenken, das habe ich jetzt so langsam raus. Das war mir vorher immer so ein bisschen suspekt. Mittlerweile weiß ich tatsächlich, wie man das angeht. Den Lenker gegenstellen. Ist gar nicht so einfach, aber je länger ich fahre, umso besser funktioniert das eigentlich. Vor allen Dingen dann, wenn ich schon ein bisschen warm bin. So, jetzt haben wir die Tankstelle erwischt.
Sehr gut. Carrefour-Markt. Nachdem die erste ja zu war. Sehr gut. So, wir haben wieder voll getankt und sind nach 5 Kilometern wieder direkt auf dem TED. Und habe jetzt einen neuen Zielpunkt gesetzt. Und zwar, es sind jetzt ungefähr noch 10 Kilometer bis zum Kreuzungspunkt auf die nächste Sektion, wo es Richtung Norden geht. So langsam merkt man auch schon wirklich so die Anstrengung der letzten Tage. Also heute ist echt der, ich glaube, der 9. Tag heute oder der 10. 10. Tag ist heute. Oh, und man merkt das schon, wenn man 10 Tage am Stück Offroad fährt, dann ist das schon ganz schön schlauchend. Ja. Mal gut, so richtig am Limit war, muss ich sagen, nur das eine Mal, wo ich da an diesem Geröllhang einmal umgekippt bin und wo ich das Motorrad da rumwuchten musste. Ja, überhaupt diese Geröllabschnitte, die waren wirklich am härtesten. Aber es ist allgemein jeden Tag, ne, die volle Konzentration auf den unterschiedlichsten Streckenabschnitten. Das schlaucht einfach unglaublich. Na, das glaubt man gar nicht so sehr. Also wenn man nur 1 oder 2 Tage irgendwo fährt, ist das eine Sache. Aber wenn man wirklich so wie ich einige Tage fährt oder über eine Woche und noch dazu nahezu jeden Tag im Wald schläft, dann ist das natürlich schon anstrengend, ja. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung für den Körper und auch vor allem mental. Und darum geht es ja bei der Sache.
Ja Leute, es ist 16:22 Uhr und ich verlasse jetzt die Sektion Nummer 7 und bin jetzt gerade auf der Kreuzung zur TED-Sektion Nummer 2 Richtung Norden. Puh, ganz schöner Ritt. Tag hat nicht so gut angefangen, aber zum Schluss ging es wirklich ganz gut und ich bin so richtig in den Flow reingekommen. Jetzt fahre ich weiter Richtung Norden und mal schauen, wie lange heute. Ja, im Moment, Wetter sieht gut aus, vollgetankt habe ich habe genug zu essen, ich habe genug zu trinken. Also kann es noch ein bisschen weitergehen für heute. Jo, das sind jetzt die ersten Meter der Sektion 2. Ersten Offroad-Kilometer. Nach 2 Kilometern Straße geht es schon wieder drauf. Hier wird nicht lange gefackelt. Lässt sich aber echt hier ganz gut fahren. Boah, Junge. Jetzt kommt ja wieder gleich so ein Kuhfahrt. Das zertrampelt mit allen möglichen Scheiß. Jo. Ui, okay. Okay. Ei, hat extremst zerfurcht. Lieber Erster? Okay, komm. Okay. So langsam werde ich echt müde. Man merkt den langen Tag. Ich bin jetzt gute 30 Kilometer gefahren auf der Sektion 2. Hier sind die Asphaltanteile wieder höher. Natürlich ganz angenehm. Nicht so schwierige Stellen. Aber trotzdem bin ich ganz schön müde. Oh. Irgendwie nach den ganzen Tagen kommt bei mir so ein bisschen der Wunsch auf, in einem Hotel zu übernachten. Irgendwie. Und ein richtig schön eiskaltes Bier zu trinken. Ich ärgere mich irgendwie, dass ich diese scheiß Cola Zero nur habe. Die schmeckt so ekelhaft. Habe ich echt nicht aufgepasst beim Einkaufen. Man riecht irgendwie, dass sich das Klima jetzt verändert. Ich glaube, ich komme jetzt langsam aus dieser relativ... Ich will jetzt nicht unbedingt sagen Einöde raus. Mit diesen Bauernhöfen und Kuhweiden und Fischteichen. Und jetzt komme ich wieder in eine etwas bewaldetere Gegend. Ich bin auch im Moment immer noch 375 Meter hoch. Man riecht direkt, das Klima wird anders. Und hier sieht es auch alles etwas, ja, netter aus. Hier wären wieder auch nette Schlafplätze. Aber das ist ja häufig so. Da komme ich in einer Gegend vorbei, wo man an jeder Ecke einen tollen Schlafplatz finden würde. Aber es ist einfach noch zu früh. Und wenn man dann weiterfährt, dann kann es sein, dass man keinen vernünftigen Platz findet. Wobei ich muss sagen, hier in Frankreich ist es echt kein großes Problem. Hier findet man eigentlich überall Schlafplätze draußen. Ganz im Gegensatz zu Holland. Wobei ich heute immer noch nicht mit mir selbst klar bin, ob ich jetzt draußen schlafe oder irgendwo anders. Schauen wir mal. Ein bisschen fahre ich noch.
Hier haben wir nochmal irgendwie harten Boden. Boah. Mitten durch den Wald. Da habe ich gar nicht mit gerechnet hier. Dass das hier nochmal zu so einem Single Trail wird. Okay. Okay. Dschungel. Vorne müsste es eigentlich rechts abgehen. Okay. Oh. Ein Baum im Weg. Okay. Ah, das heißt, wir müssen irgendwie wenden. Nicht mehr die beste Kondition heute Abend hier. Okay. Damit war nun gar nicht zu rechnen. Oh, da liegt was im Weg. Fahren wir mal lieber da lang. Okay. Hui. Pack mal lieber meine Sonnenbrille ab. Überhaupt nicht mit zu rechnen, ne? Mit so einem Trail hier. Unglaublich. Ein richtiger Wildschwein-Trail. Eigentlich sehr spaßig. Problem ist nur, ich bin nicht mehr wirklich fit am Ende des langen Tages. Wir haben schon fast um 6. Aber schön ist er auf jeden Fall hier. Wunderbar. Jetzt komme ich hier wieder raus. So. Ich habe mir jetzt die zweite Hälfte von meinem Hähnchen geschnappt und esse jetzt erstmal was. Und habe jetzt beschlossen, ich habe mal in der Nähe geguckt bei Booking.com und habe jetzt da ein Hotel gefunden für 39 €. Und ich glaube, ich werde das heute mal nehmen. Das habe ich mir jetzt erstmal verdient. Vernünftig duschen.
Ein bisschen ausruhen ist ganz gut nach 10 Tagen, oder? So, das waren jetzt 10 oder 11 Kilometer bis in diesen Ort Auvergne. Auvergne heißt es, glaube ich. Ja, und es sind jetzt noch 400 Meter bis zum Hotel. Gucken, ob das alles klappt. Na, bienvenue? Ist es das? Nee. Keine Ahnung. Ah. Noch ist es nicht so weit. Oh, ich bin total voll noch von dem Hähnchen. Allerdings habe ich mein Hähnchen auch mit einer Katze geteilt, die da auf dem Marktplatz gebettelt hat. Normal mache ich das nicht, aber war nur eine einzelne Katze. Und ja, auf jeden Fall ist die jetzt satt. Ich auch. So, 150 Meter links. Bin mal gespannt. Ah, da ist es doch. Hotel. Okay, war ja billig, ne? Egal. Kann man nicht unbedingt auf dem Behindertenparkplatz parken. Gut, da sind wir. So, dann mal die Taschen abheben. Zack. So, der Rest bleibt am Moped. Jo, alles gut. Ja, da geht's lang. So, wie man sieht, das Zimmer gar nicht mal so schlecht. Naja, immer im Verhältnis zum Preis. Ja, meine lieben Freunde, das war's heute mit diesem sehr, sehr langen, aber auch schönen Fahrtag. Und ja, ich mache mich jetzt hier auf in mein günstiges Hotelzimmer, genieße den Abend und ich sag mal, wir sehen uns morgen in alter Frische. Bis dann. Take a train ride just to see you, ride for hours.